In diesem Video möchte ich zeigen, wie man das deutsche Referenzkorpus mithilfe der dort implementierten Themenannotation für diskursanalytische Fragestellungen nutzen kann. Als Beispiel wähle ich den populärwissenschaftlichen Diskurs. In diesem Begleittext zu einem YouTube-Video der Sendung W wie Wissen heißt es: Für unsere Vorfahren galt, Nahrung mit viel Fett und Kohlenhydraten ist gut. Heute wissen wir, so viele Kalorien auf einmal sind ungesund. Um diese Formulierung „heute wissen wir“ soll es mir gehen. Oder besser gesagt Formulierungen dieses Typs. Denn meine These ist, im populärwissenschaftlichen Diskurs, verstanden als medial vermittelte Experten-Laien-Kommunikation, sind „wir wissen heute“, „heute weiß man“ und so weiter formelhafte Mittel zur Präsentation von Wissen und Wissensfortschritt. Und zunächst einmal geht es mir um die vorbereitende Frage: Sind diese Formulierungen denn tatsächlich typisch für populärwissenschaftliche Diskurse? Und dazu greife ich auf das deutsche Referenzkorpus zurück, auf das mithilfe der Webanwendung Cosmos 2 zugegriffen werden kann. Nachdem man sich bei Cosmos 2 angemeldet hat, landet man zunächst in dieser Maske hier. Man sieht hier die einzelnen Archive. In den Archiven W2 bis W4 finden sich ausschließlich Pressetexte, was für unsere Fragestellungen günstig ist. Wir wählen also hier das Archiv W2. Hier sind Zeitungen, vor allem Lokalzeitungen, von A bis L enthalten. Weitere Buchstaben finden sich in den nächsten Archiven, aber das soll uns mal genügen. Wir wählen hier alle öffentlichen Corpora und suchen nach „Wir wissen heute“. Wichtig ist, dass man hier das Häkchen bei Wortabstand W1 setzt. Bei logischem Oder würde er Texte finden, in denen entweder „wir“ oder „wissen“ oder „heute“ vorkommt, aber wir interessieren uns ja für genau diese Formulierung, genau diese Reihenfolge. Wir hätten die Möglichkeit, hier einzelne Wortformen an- oder auch abzuwählen. Zum Beispiel könnte man sagen, wir interessieren uns nur für großgeschriebenes „wir“, was vermutlich am Satzanfang gebraucht wird, aber das machen wir nicht, sondern lassen uns einfach alle Ergebnisse anzeigen. Man sieht, er sucht also zunächst mal jedes Wort für sich und dann in einem zweiten Schritt die Treffer, in denen die Wörter in der gewünschten Kombination vorkommen, in der richtigen Reihenfolge. Und finden also insgesamt 763 Treffer. Die sind hier zunächst mal nach Quellen sortiert, alphabetisch. Für uns interessant ist nun die Quellenansicht. Dieser Reiter hier kann nämlich zusätzlich zur Quellenansicht auch noch nach anderen Kriterien sortiert werden, zum Beispiel nach Ländern, nach zeitlichen Parametern, und uns interessiert hier nach Themen. Auch das dauert jetzt wieder ein bisschen. So. Um es kurz zu erklären: Jeder Text, der in das deutsche Referenzkorpus eingespeist wird, durchläuft eine automatisierte Themenannotation. Das heißt, auf der Grundlage von Wortverteilungen wird automatisiert abgeschätzt, welchem Thema der Text vermutlich entstammt. Texte, in denen Wörter wie rote Karte, Fußball, Abseits, Anpfiff und so weiter vorkommen, sind vermutlich Fußballtexte. Wir haben hier in Schwarz die Oberthemen und dann in Grau noch Unterspezifizierungen. Und wir können das Ganze jetzt aufsteigend nach Treffern sortieren und klicken uns durch bis zum Schluss und sehen, dass also tatsächlich im Thema Wissenschaft, Populärwissenschaft wir die zweitmeisten Treffer finden, die meisten Treffer beim Thema Gesundheit und Ernährung, und auch das
ist ein Thema, was sich im erweiterten Sinne dem Thema Populärwissenschaft zuweisen lässt. Auch das Video, das ich eingangs erwähnt habe, ist ja genau aus diesem Thema. Wir können uns jetzt hier, also das ist zunächst mal ein erster Hinweis dafür, dass unsere Hypothese stimmt, dass die Formulierung bei diesen Themen besonders häufig ist. Und wir können nun hier auf das Plus klicken und können uns die einzelnen Belege angucken. Wer an mehr Kontext interessiert ist, kann sich hier auch Volltexte anzeigen lassen. Das sind nicht wirklich die kompletten Texte, aber immerhin etwas mehr davor und danach, ungefähr 5 bis 6 Zeilen. Wir haben dann hier auch die komplette Quellenangabe und den Titel des Artikels und wir finden dann hier also ein ganz typisches Beispiel. Wir wissen heute, so Professor Fink, dass Gedächtnisinhalte in einem dynamischen Netzwerk von Nervenzellen repräsentiert werden. Wir sehen also, dass es sich auch hier um ein Experteninterview handelt, in dem wissenschaftliches Wissen präsentiert wird. Bei Gesundheit, Ernährung können wir auch noch mal reingucken und sehen, auch hier, wir wissen heute, dass altersbedingte Defizite durch eine ganze Reihe von Kompetenzen und so weiter kompensiert werden. So Andreas Schmidt, also auch hier handelt es sich wieder um ein Experteninterview, was ganz offenbar ein ganz typischer Verwendungskontext ist für die Formulierungen, nach denen wir gesucht haben. Das soll es fürs Erste gewesen sein. In einem nächsten Video werde ich irgendwann auch mal zeigen, wie man mit EndConc diese Treffer weiter untersuchen kann. Aber das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Viel Spaß beim Nachmachen.